So, guten Morgen und hallo zu einem neuen Video. Portugal Vlog 1. Wir sind auf dem Weg zum Airport und wir haben aggressives Airport Shuttle und wir schauen uns jetzt mal unseren extra bestellten Chauffeur an. Chauffeur? Ich habe gehört, du schaffst es in 40 Minuten nach Frankfurt. Sollten wir hinkriegen. Let's go. So, wir sind angekommen in Frankfurt. Vivi schicke ich jetzt wieder nach Hause und wir sehen uns in Porto. Gelandet in Porto. Wir machen jetzt hier einen angenehmen Shuttle zum Mietwagen. Und mal gucken, ob es wieder ein AMG geworden ist. Oder diesmal eine konventionellere Schüssel. So, die ganze Dokumentengeschichte erledigt. Einen guten Hyundai haben sie uns gegeben, wenigstens ein bisschen größer, weil eigentlich habe ich das Auto für 2 Leute gebucht, weil der Travis, der eigentlich noch mit dabei ist, der hat aber typisch Südafrikaner mal wieder irgendwas verdaddelt bei der Buchung, hat keinen PCR-Test gemacht, sondern hat mit so einem 3 € Tankstellentest versucht zu fliegen. Hat natürlich nicht funktioniert, deswegen ist er jetzt noch in Italien, der kommt wahrscheinlich morgen, aber ja, mal gucken, was das Auto hier so kann. 6000 Räder schon mal kalt, das ist super. Ja, dann fahren wir mal los. Plan für heute ist, zum Team jetzt erstmal fahren, mit dem Team eine Lagebesprechung machen, einen Plan ausmachen und wahrscheinlich Moped testen heute, weil RACEBIKE bin ich noch nie gefahren. Also sind wir mal gespannt. Ich bin angekommen, rote Rakete funktioniert, 7000 dreht sie auch, habe ich gerade schon auf Instagram gepostet, das ist super. Handbremse kann man aufziehen bei 140, da hat sich doch die volle Reifenversicherung direkt gelohnt. Team ist schon voll am Start, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Die sind gerade noch die letzten Züge bei den RACEBIKes am Bauen. Problem war, dass die Ersatzteilversorgung von KTM-Gruppe, also quasi Ersatzteile, Hebel und sowas, war extrem schlecht. Da haben wir sehr, sehr wenig, was ein bisschen nervig ist. Aber ich habe jetzt gerade selber das erste Mal das RACEBIKE gesehen und es sieht unfassbar gut aus. Also ja, ist nochmal eine andere Geschichte als das Trainingsmotorrad, weil hier jetzt wirklich alles perfekt ist, alles neu. Ein paar Teile, die es so vorher in der Exklusivität noch nicht gab. Fresco hat extra neue Krümmer und neue Endschalldämpfer gemacht für uns, mit einem anderen Komposit hinten, dass wir das Carbon nicht zerbrechen können. Und ja, einfach Perfektion in allen Teilen, brutale Räder. Ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt vom RACEBIKE, ich mache aber das nächste Video, also morgen kommt ein Video, einfach nur ein Bike-Check vom RACEBIKE in seinem neuen und unbenutzten Zustand. Aber hier ist ein kleiner Sneak Peek. Genau, so viel dazu. Ich werde mich jetzt anziehen. Team möchte, dass ich einmal mit dem Moped fahre, Hebel einstelle und so, ob alles passt. Motor ist ja auch alles wieder neu. Also gleiche Komponenten, wie wir damals oder wie ich quasi im Trainingsmoped getestet habe und rausgefahren habe, aber eben alles im Neuzustand. Deswegen einmal anziehen, einmal testen. Ist auch nochmal, denke ich mal, ein ganz guter Test für meinen Rücken, ob da alles taugt und ob alles passt. Hat ja alles super gepasst. Letzte Woche oder beim letzten Mal fahren. Genau, zieh mich an und schauen wir. So, wir sind jetzt hier mit dem Team RACEBIKE am Testen. Wir haben auch einen eigenen Fotograf und Videograf, was richtig geil ist. Also ihr werdet auf jeden Fall guten Content bekommen. Und ja, bin gerade die ersten paar Meter gefahren und das Motorrad ist unglaublich. Also nochmal eine ganze Schippe draufgelegt aufs Trainingsbike. Wahrscheinlich war alles Neues, aber ja, sehen wir alles im nächsten Video. Gut. Move it, body, body, move it, baby. Move it, body. So, der Teil vom Tag ist auch abgehakt. Team hat schon wieder zusammengepackt.
alles eingeladen. Die gehen jetzt wieder Bike waschen und so, weil logischerweise habe ich jetzt gerade das niegelnagelneue Motorrad ein bisschen eingestaubt und so. Und für die guten Fotos, die wir noch machen und teilweise schon gemacht haben, muss natürlich perfekt aussehen. Deswegen, die Jungs gehen jetzt waschen, richten alles wieder her für morgen. Wir haben einen extra Media Guy dabei quasi, der Fotos macht, Videos macht. Das ist richtig geil. Das heißt, ihr werdet erstklassige Szenen dieses Events bekommen. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Der gibt mir ein bisschen Material von sich auch. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ich werde jetzt schauen, dass ich irgendwo was zu snacken kriege. Und dann werde ich schauen, dass ich mal noch irgendjemanden zum Strecke ablaufen joine. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt wohl ein paar GPS-Punkte, aber ja, alleine ist auch ein bisschen kacke. Die anderen Affen sind halt nicht da. Das ist ein bisschen nervig. Aber dann zeige ich euch nachher noch ein paar Teile von der Strecke. Bis nachher. Wir sind auf der Strecke. Das war jetzt ein riesen Hackmack, ey. Ich bin jetzt 2 Stunden in der Gegend rumgefahren. Jeder hat mir irgendwo einen Standort geschickt, dann war er auf einmal nicht mehr da. Also ist gerade ein bisschen eine Ego-Mission, die hier am Gange ist. Jeder versucht irgendwie seinen eigenen Scheiß zu machen. Verstehe ich nicht, war in der Vergangenheit nie so. Ja, vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Leute gefragt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gerade im Streckenteil Halk, nennt sich das Ganze. Sieht so aus, überall Steine. Das ist ganz am Ende vom Rennen, der letzte Checkpoint eigentlich, bevor es zum Ziel geht. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr anspruchsvoll aus. Vor allem jetzt geht es auf jeden Fall, jetzt ist nicht so schwer, aber das Ganze soll ja am Ende von einer 95 Kilometer Runde sein. Das heißt 95 Kilometer ist sehr viel. Also das hat es in sich, vor allem auch keine Runde. Also nicht 2 Runden ein Kurs, sondern einfach so ein Start-Ziel-Rennen, was heftig wird, weil man weiß halt nicht die Strecke, man kennt die nicht die ganze Zeit. Und ja, das wird hier, seht ihr vielleicht im Hintergrund, sieht man es? Ja. Das wird es hier in sich haben. Und Sonntag soll es auch regnen. Soll komplett runterpissen. Und diese Schieferdinger, diese Schiefersteine hier, das hat jetzt einigermaßen Traktion. Aber wenn das hier reinregnet, Alterle, dann wird es hier ein ganz schöner Act. Wie gesagt, jetzt einfach so hier hochfahren. Null Problem. Aber am Ende von einem wahrscheinlich 5 oder 6 Stunden Tag. Aua, aua, aua. Hoffentlich regnet es nicht so sehr. Beziehungsweise selbst wenn. Ist das gleiche für alle. So, da unten kommt man hoch. Zack. Hier ist dann das Ende vom Halk. Dann geht es einfach nur noch hier einen Hang hoch. Und dann auch oben Richtung Ziel. Ich denke, von hier sind es noch so 2 Kilometer oder sowas bis ins Ziel. Also wenn man hier ist, einfach nur voll durchziehen. War gut, dass ich mir die Linien ein bisschen angeschaut habe. War jetzt nichts krass Schweres, aber 1, 2 Ecken, wenn man da weiß, wie man es macht, spart man sich auf jeden Fall ein bisschen Kraft. Und das ist das Wichtigste am Ende eines Rennens. Effizient sein, weil 6 Stunden sprintet hier keiner. Oh, zieht euch das Wetter rein. 24 Grad, T-Shirt an, komplett nass geschwitzt. Nach einem Viertelstunde Spaziergang. Portugal ist schon einfach schön, oder? Nächster Spot. Nächste Stelle. Und das sieht einfach... Looking good? Looking good. Ich weiß nicht, ob das hier rüberkommt, wie das hier aussieht, aber es ist gerade furztrocken und jetzt im Trocknen wäre es schon nicht einfach. Und wenn es hier reinregnet, aua, aua. Alter, guck dich das mal an. Da ist halt hier einfach keine richtige Spur. Also man könnte theoretisch hier drauf und dann da irgendwie versuchen reinzusterben. Aber wenn es hier nass ist, dann ist das absolut Suizid. Oder halt hier unten, aber... Ein bisschen überbelichtet, aber... What do you think? Let's hope to go up, eh? Looks easy? Looks, but I will know. Alter. Das ist hier so eine Geschichte. Entweder man fährt da auf 1 hoch und denkt sich so, ja, war nicht so schlimm. Oder man verbringt hier seinen ganzen Tag.
So, ich bin hier gerade den gemütlichen Weg am Laufen, auf dem Weg zum nächsten Checkpoint. Und ich dachte, ich laber mit euch einfach mal so ein bisschen über so generelle Renntaktik. Also alleine das, was ich jetzt schon gesehen habe, das sind 2 von, keine Ahnung, 30 Checkpoints oder so. Und es wird verdammt schwer, egal ob es regnet oder nicht. Es wird richtig, richtig anspruchsvoll. Und meine Schwäche in der Vergangenheit war immer so ein bisschen bei Rennen oder bei Hardenduro-Rennen. Ich kann im Training mega gut schwere Sachen fahren. Voll kontrolliert, voll technisch, alles mega schön. Aber im Rennen versuche ich mich immer zu arg zu hetzen und dann verkacke ich es halt irgendwie. Und ich glaube, das wird hier ein sehr, sehr, sehr guter Test, ob ich das hinkriege, das abzuschalten. Weil es wird hier keiner durchfahren und man sieht ja auch die Stories und die Reaktionen von den anderen. Keiner sagt, ja, ich habe jetzt gut trainiert, wird jetzt ein chilliges Rennen, da fahre ich jetzt einfach mal geschwind durch und guckt sich die Strecke an und sagt sich, ja, nee, ist cool, habe ich Bock drauf. So, sondern es ist halt mehr, es ist eine Herausforderung für jeden. Deswegen ist es ja auch die Weltmeisterschaft, logischerweise. Aber es wird einfach, es kommt so krass mental drauf an, dass man einfach sich nicht hetzt und nicht die ganzen dummen kleinen Fehler macht, sondern dass man wirklich konstant durchfährt und einfach die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt trifft und ja, einfach so ein bisschen sein Rennen managt von vornherein und von vornherein mit Kopf fährt. Bin ich mal sehr gespannt. Ich sage mir das jetzt immer wieder und versuche das mir ins Gehirn zu rufen. Schauen wir mal, ob es dann im Rennen auch tatsächlich funktioniert zum Umsetzen. Gebe mein Bestes. Herzlich willkommen hier beim nächsten Spot. Der letzte Spot für meinen heutigen Tag. Wir haben jetzt dann fast gestorben. Wir haben jetzt dann gleich 20 Uhr und das hier ist der Zielhang. Also hier wird es ins Ziel gehen. Da oben wird dann wahrscheinlich so ein Bogen stehen, wo Ziel drauf steht oder so. Wahrscheinlich. Wäre blöd, wenn sie da irgendwie Wurstbude draufschreiben, weil das ist ja das Ziel. Ja, und der ist ganz schön lang, wie man sieht. Und hier liegt überall so Schieferkram rum, sieht man ja im Hintergrund. Und alles ist lose, das heißt, wenn man hier ins Ziel kommt, ne? Ich mache jetzt mal nur ein Beispiel. Hier so ein Ding, das wiegt bestimmt 100 Kilo oder so. Und ja, also ob man hier lebend ankommt, ist die Frage, Leute, ist die Frage. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich latsche da jetzt mal runter, melde mich unten mit mehr. So, da unten fängt es an und zum Glück sind hier noch ein paar Stufen, sonst wäre es ja viel zu einfach. Das ist ja ganz logisch. Also hier sind bestimmt 6 oder 7, so 1,50 Meter hohe Stufen. Hinter mir sieht man eine, also es geht so von hier bis so hier. Ne? Und dann geht es da hoch. Ich denke, man erkennt am Winkel, wie ich die Kamera halte, dass das hier nicht gerade so flach ist oder einfach. Da das hier jetzt aber gerade so schön aussieht, liebe Leute, würde ich sagen, das war's vom Teil 1 des Lagares Videos. Ich werde mal gucken, ob ich das heute Abend gleich noch zusammenschneiden kann. Ich werde noch königlich dinieren nach dem langen Tag voller Reisen und Strecke ablaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage. Das nächste Video wird ein kompletter RACEBIKE-Check sein, habe ich euch ja versprochen. Beziehungsweise habe ich ja vorhin auch kurz angeteasert. Das heißt, nächstes Video checken wir uns einmal das komplette Bike ab. Und ihr könnt ja Fragen stellen oder wenn ihr irgendwelche bestimmten Sachen habt, die ihr sehen wollt, kann ich ja da vielleicht auch mal versuchen drauf einzugehen. Wie gesagt, Samstag, Sonntag wird wahrscheinlich ziemlich busy werden durch 3 Rennen in 2 Tagen. Aber ich versuche mein Bestes, euch geilen Content zu liefern. Sehe ich auch so ein bisschen als meinen Job an. Die YouTube-Gefolgschaft ist treu. Von daher, wenn ihr mich supporten wollt, kommentiert doch gerne das Video, teilt, liked, was weiß ich, druckt einen Banner aus und schenkt an euer Auto oder so. Da würde ich mich mega freuen. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wenn ihr das anschaut. Und wir sehen uns morgen beim Bike-Check. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard.